Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute probiere ich zwei Biere, die mir von einem Hobbybrauerkollegen aus der Schweiz eingesendet wurden. Nämlich Jens-Peter Kleingries ist in der Hobbybrauergruppe sehr aktiv und der hat diese beiden Biere vor einigen Wochen von der Handpump angeboten bei einem besonderen Event bei einem Pub bei ihm in der Nähe und er hat mir die zukommen lassen. Ich habe jetzt noch eine Woche gebraucht, seitdem die angekommen sind, bis ich hier das Video endlich machen konnte. Das heißt, ich hoffe, die sind nicht in irgendeiner Weise jetzt schon oxidiert. Also die sind nachkarbonisiert worden, damit das hier in der Flasche vernünftig funktioniert. War ursprünglich aber wirklich vom Cask, also ganz interessant gemacht. Wir haben einmal das Streets of London ESB und das Seven Hills Draft ist ein Stout. Beide mit der Fuller's Hefe von Imperial Yeast. Meine Tochter ist gerade aktiv. Mit der Fuller's Hefe von Imperial Yeast, der Pub Ale, sind die vergoren. Daten sind ein bisschen unterschiedlich, ich gehe mal Stück für Stück durch. Das Extra Special Bitter, das ist mit Maris Otter, Crystal 150, also einen typischen englischen Crystal Malt und ein bisschen Special W von Weyermann gemacht. Als Hopfen East Kent Golding, Bramling Cross und Fuggle. Da bin ich sehr gespannt, ob das hopfengestopft ist oder wie genau sich das auswirkt. Ich glaube, ich habe das Rezept gesehen, aber ich erinnere mich jetzt nicht exakt. Und es hat bei den 5,6% Alkohol immerhin 43 IBU. Da bin ich sehr gespannt, wie wenig bitter es ist. Es steht als Slogan drauf, dass es bitter heißt, aber nicht unbedingt bitter ist. Das ist auch korrekt. Die meisten englischen Bitter sind ja nicht wirklich bitter bei 25 IBU oder sowas. Auch die Special Bitter sind dann sehr süß, was das Ganze wieder ausbalanciert. Und dementsprechend ist das eigentlich kein sehr bitterer Bierstil. Aber gucken wir mal, wie sich das hier auswirkt. Aha, sieht schon mal sehr ordentlich aus. Schöner Schaum. Ganz tolle Farbe. Das ist sehr klar. Bei der Hefe aber auch kein Wunder. Tiefgolden, so bernsteinmäßig. Schon mal sehr gut getroffen, optisch perfekt. Gucken wir mal, was das andere macht. Das Seven Hills Stout ist also schön dunkel, ordentlich röstig. Pale Chocolate Malt, Roasted Barley und ein bisschen geröstetes Roggenmalz. Da bin ich mir sehr gespannt, ob ich das durchschmecke. Als Hopfen nur East Kent Golding, wahrscheinlich nur gebittert, das ist ja klassisch. Und wie man sieht, pechschwarz, wie es sein soll. So, jetzt haben wir ein bisschen Schaum. Gucken wir mal, ob der sich besonders hervortut. Der Schaum ist schön hellbraun. Man sieht die roten Reflexe. Auch dieses Bier ist total klar. Das ist halt der Vorteil, wenn man so eine stark flockende Hefe nimmt. Hoppla. So eine stark flockende Hefe nimmt wie die Fuller's. So, jetzt sollten wir auch ordentlich Aromen riechen. Das Streets of London. Das hat so eine schöne Mischung aus Karamell- und Honigaromen, die so ein bisschen an dunklen Honig erinnern, aber auch so dieses typische Karamellmalzige. Wahrscheinlich ist das Special W auch noch dafür da, das ordentlich zu verstärken. Hopfen rieche ich jetzt nicht unbedingt. Da könnte aber Bramling Cross drin sein, der mit seiner Johannisbeere ja so einen Nerv trifft, den man nicht erwartet. Also diese Karamellmalznoten von Rosinen und Trockenfrüchten, die werden natürlich von der schwarzen Johannisbeere auch getroffen und ich glaube, den rieche ich auch so ein bisschen raus. Hilft immer, wenn man die Zutaten kennt. Das ist sehr gut. Ja, dann probieren wir mal. Ah, ja, intensiv süß. Und wenn man die erste Süße so überwindet, ich nehme ja auch mal sehr große Schlücke, wie sich das gehört bei englischen Bieren, aber so richtig schön Malzcharakter. Sehr intensiv karamellig. Nehmen jetzt nicht so viel Orangenkomponenten wahr. Also die Fuller's Hefe ist ein bisschen mehr im Hintergrund als beim Fuller's ESB, würde ich sagen. Das ist auch ein Charakter, der nicht mit der Zeit weniger wird, also auch nicht so oxidationsanfällig ist. Die Hopfennoten sind relativ dezent, aber tatsächlich habe ich auch nicht, was manchmal, wenn die Aromen weg sind von der Zeit, die das eventuell gealtert ist, dass dann nur noch die Würzigkeit übrig ist. Tatsächlich ist es nur ein ganz klein bisschen die Hopfenkomponente wahrnehmbar. Also ich würde sagen, weniger stark gehopft als die Biere zum Beispiel von Fuller's, aber sehr schön ausbalanciert. Es ist ein bisschen malzbetonteres Bier, deswegen sehr süß. Die bittere kontert das richtig schön aus. Ich hätte jetzt nicht 43 IBU geschätzt. Ich merke auch keine anhängende Bitterkeit und dadurch kann man sich halt sehr lange auf diesen Karamellgeschmack konzentrieren, der wirklich gut zum Vorschein kommt. Probiere nochmal, ob das, was ich gesagt habe, wirklich anhält. Ja, kleine Hopfenbittere ist da, aber der Karamellmalzgeschmack, der dauert länger an und deswegen, also der hält länger. Deswegen merkt man erst, dass die Bittere jetzt ungefähr nachlässt und dann hat man noch so ein bisschen Karamellgeschmack im Mund.
Ja, und die Hopfenbittere, die ist noch ganz klein bisschen da, aber wird langsamer. Also wundervoll ausbalanciertes Bier. Wirklich herrlich. So eine schöne Mischung aus malzig und ja, hopfig von der Bitterkeit. Der Aromahopfen, vielleicht ist es die Johannisbeernote, die man riecht. Vom Geschmack aber sehr zurückhaltend, finde ich. Würde ich nochmal nachgucken, wie das Rezept war. Ich gehe davon aus, dass, während ich das vorgelesen habe, ich hier rechts alles aufgelistet habe. Und dann wisst ihr wahrscheinlich, wenn ich das gut recherchiert habe, auch genau, was Sache ist. So, beim Stout. Schaum hält jetzt nicht so super lange. Es ist außer dem Röstroggen aber auch keine Hochfrucht drin. Das heißt, das ist nicht ganz so einfach für das Bier, den Schaum lang zu halten. Ich nehme mal kurz einen Schluck Wasser, weil das war sonst, das ist zu intensiv. So, es ist also eher nichts geschehen. Dann wollen wir mal dran riechen. Ja, sehr intensiver, röstiger Kaffeecharakter. Und tatsächlich ist es komplex und ich meine so ein bisschen Brotkruste rauszuriechen, die bei Röstgerste und auch beim Pale Chocolate Malt nicht typisch wären. Also es könnte der Röstroggen sein. Ja. Ich habe sehr lange Röstgerste nicht mehr eingesetzt, aber ich meine, da ist was drin, was hinzukommt. Und ich meine, davon erinnere ich mich noch relativ gut ans Rezept. Ich meine, es waren 1,7% und das ist ja unglaublich wenig. Dass das so wahrnehmbar ist, das ist schon beeindruckend. Ja, ich habe Röstroggen noch im Keller. Röstroggenmalz. Darf nicht vergessen, das Malz dazu zu nehmen, sonst versteht man nicht genau, worum es sich handelt. Müsste ich mal wieder einsetzen. Habe ich nur einmal gemacht bisher. Ja, eindeutig auf der Kaffeeseite von den Stouts, nicht unbedingt schokoladig. Vielleicht so im Anklang auch ein bisschen dieses dunkle Kakao, wenn das so 80% und höher wird, dass das so ein bisschen die Zunge austrocknet. Das ist schon da, aber es ist sehr kaffeelastig, also wirklich so richtig voll. Ist nicht so süß, nicht so anhängend wie das andere Bier, aber die Fullers Hefe selber vergärt ja nicht so stark. Aber in diesem Falle mit nur 4,2% und keine Angabe, wie viel IBU, ist das ein bisschen schlanker und das passt sehr gut. Also es ist wirklich ein leckeres Stout. Ein leckeres Stout. Es ist von der Restsüße nicht so deutlich. Und ich glaube, da ist auch eine sehr gute Harmonie zwischen der Bittere, die von den Röstkomponenten kommt, und der Süße, die mir noch übrig bleibt. Ja, ich möchte direkt den nächsten Schluck nehmen. Es ist wirklich sehr süffig. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Achte jetzt mal ein bisschen mehr auf die reinen Geschmackseindrücke, also Bitterkeit und Süße. Es ist eine ganz leichte Süße wahrnehmbar, also typisch für die Fuller, es ist ein bisschen was übrig geblieben. Es ist sehr deutlich röstbitter. Das merkt man hauptsächlich genau in der Mitte, nachdem die Süße gerade angesetzt hat, dass da so ein richtig bitterer Geschmack kommt. Der verschwindet aber dann mit der Zeit. Und Hopfenbittere ist nicht sehr viel. Also ich würde es jetzt vielleicht auf 30 IBU schätzen. Ich lasse mich da aber auch gerne korrigieren. Vielleicht frage ich den Brauer nochmal, was genau Sache war. Das Schöne bei diesem Bier ist, es ist am Ende sehr schlank. Also es ist kein langanhaltender Geschmack. Anders als beim Extra Special Bitter möchte man das beim Stout auch nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel an das Guinness Draft denkt, das ist ja besonders schlank und deswegen kann man das so gut und in großer Menge trinken. Und den Charakter hat man hier auch so ein bisschen. Ich denke, wenn das aus der Handpump kommen würde, wäre es auch noch ein bisschen mehr in der Richtung. Also da habe ich auch Erfahrungen zugemacht, dass das dann, dass man sowas schneller trinken kann. Ja, sehr, sehr gute Biere. Ich wüsste bei beiden nicht, was man verbessern kann, außer vielleicht, dass man bei dem ESB ein bisschen mehr die Aromahopfen verstärken könnte. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht garantieren, dass ich nicht eine Woche zu lange gewartet habe und die beste Zeit schon hinter sich haben. Weil bei sowas, was für die Handpump gedacht ist, muss man wirklich schnell agieren. 2 Wochen Lagerzeit sind lange für Handpump. Ja, Stout auch. Das wirklich, also habe ich 0 Sachen, die ich noch kommentieren könnte. Das ist wirklich ein perfektes Bier. Und genauso stelle ich mir das, würde ich mir das vorstellen, wie das sein müsste. Sehr schön gemacht. Und interessant, dass man so ein bisschen was vom Röstroggen riecht. Ja, finde ich sehr spannend. Okay, wie immer, wenn ihr mir Biere einschicken wollt zur Beurteilung, macht das bitte sehr gerne. Ihr könnt mich in vielen Kanälen erreichen, zum Beispiel in verschiedenen Foren und auch auf Facebook. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir vielleicht wieder mal ein Bier brauen. Bis dann und macht's gut. Tschüss.